Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin Marvi, falls ihr neu hier seid auf meinem Kanal, Leute. Das ist mein Dad, sag mal Hallo Papa. Hallo. Und ich drehe eine After-School-Routine für euch. Es wäre cooler, wenn ich es nicht so mache, wenn ich 16 Uhr Schule aus habe und dann schon mal schlafen gehe. Ja, also mein Dad will jetzt erst mit mir Auto waschen gehen, Leute. Es gibt hier so voll die geile Waschanlage. Die hat so pinken Schaum und dann kann man das ganze Auto damit einschäumen. Das sieht richtig cool aus, macht voll Spaß. Geil, Leute. So, Papa, und ich würde sagen, weil ich jetzt ein ganzes Auto gewaschen habe, fahren wir zu Starbucks. Ja, du hast innen aber noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob es dafür schon einen Starbucks gibt. Ich habe mich mitgeputzt, ja, guck mal. Klar. Ich bin voller pinkem Schaum. Hola, un pumpkin cream ice chai latte para llevar, grande. Sí, y un pumpkin brownie. So, ich bin wieder zu Hause, Leute, und ich habe heute bei Starbucks einen Grande Pumpkin Ice Chai Latte geholt. Das war so süß. Leute, das empfehle ich euch nicht, das da bevor es schlecht war. Und die Mabi, ich bin heute Mabi, seht ihr? Und Mabi hat sich noch einen Brownie geholt. Der hat mich angelacht, Leute, er wollte mich. Es ist nämlich ein Pumpkin Brownie mit einem Gespenst drauf. Guckt doch mal. Und den esse ich jetzt und dabei gucke ich eine Runde TikTok. Meine Daily TikTok-Pause nach der Schule. Boah, das sieht geil aus. Dafür noch geiler vorgestellt. Schmeckt nicht wirklich nach Kürbis, aber die Kombination von Schokolade und diesem Orangenen ist echt geil. Ich check jetzt mal, was in der Social Media World so abgeht. Wir sehen uns gleich. Okay, meine Pause ist um. Ich wollte euch noch zeigen, was ich noch geholt habe. Mini-Haul, Wattepads, waren leer. Der beste wasserfeste Augenmaker-Entferner ever, Leute. Arschteuer dieses Zeug geworden hier. Bei H&M so Schleifenhaargummis in braun. Guck, da sind halt hier vorne schon so Schleifchen dran. Fand ich cute für Herbstfrisuren. Okay, und jetzt muss ich Hausaufgaben machen. Sieht mir mal meine Motivation an? Ja? Ich schaue jetzt erstmal, was ich so an Hausaufgaben auf habe. Ich versuche mir anzugewöhnen, meine Hausaufgaben vor dem Wochenende zu machen, weil sonst muss ich die am Wochenende machen, dann ist das ganze Wochenende ruiniert. Meine Deutschpräsentation habe ich eine 1, sehe ich gerade. Guckt mal. Für Montag. Englisch. Learn Vocabulary. Spanisch. Proyecto Partido Politico. Oh no. Dios mio, Leute. Ich muss in Spanisch eine politische Partei gründen. Dann müssen wir das vorstellen. Dann muss ich noch für meine Gedichtsanalyse lernen am Dienstag. Und Mittwoch habe ich eine Geschichte-Präsentation. Dafür muss ich noch die Innenpolitik von Bismarck machen. Save me, guys. Also ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll. Of course we keep on going, though everybody know it. The truth about our way we tied it loose ends up, I'm sorry. Be cool, go on and fake it. We still know we will break it. We make the same mistakes we always made, and now let's face it. Leute, ich kann nicht mehr. Ich habe schon so viel geschrieben. Und meine Hand tut weh. Leute, ich kann nicht mehr. Ich habe jetzt nur Geschichte gemacht. Das ist das alles und das ist halt nicht mal fertig.
Super. Und die anderen Hausaufgaben kann ich ja dann für morgen aufheben. Ich freue mich schon richtig. Ich versuche mir ernsthaft meine Hausaufgaben vor dem Wochenende zu machen. Aber das Ding ist, ich kann jetzt nicht mehr. Ich wollte gleich noch ein bisschen Sport machen, dann wollte ich noch meine Nägel machen, essen und irgendwo muss ich auch noch kurz mal hier ein bisschen entspannen. Glaube ich, gehe jetzt mal eine Runde raus in die frische Luft. Ich kann nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich habe keinen Sauerstoff mehr hier drin und ich muss mich mal kurz bewegen. Ich habe noch Sonnenuntergang angeguckt. Das war auf jeden Fall richtig gut. Und ich habe diese Kätzchen getroffen. Die Katzen hier, die Straßenkatzen sind immer so süß, würde ich mich alle mitnehmen. Und jetzt essen wir was zu Abend. Und danach freue ich mich so auf meine Dusche, Leute. Ihr wisst nicht. Jetzt will jemand schlafen, jetzt gehe ich erstmal duschen, Leute. Much needed. Ich sehe aus wie dieser Mario Kart, Leute. So, ich mache jetzt mal endlich meine Nägel. Ich habe die jetzt schon sauber gemacht. So sehen die aus. Ich fühle mich jetzt mal wie in so einem kleinen Nagelstudio halt zu Hause. Ich würde sagen, ich filme jetzt einfach mal ein bisschen mit, wie ich das so mache. Und ich fange jetzt mal mit meinem Daumen an. Ich mache meine Nägel jetzt immer mit selbstklebenden UVG-Strips. Ich habe mir nämlich ein Starter-Set bei Manico bestellt. Und da ist direkt noch eine UV-LED-Lampe bei und ein Remover-Pen. Zuerst müsst ihr die passende Größe aussuchen und dann klebt ihr den Stripe auf und dann schneidet ihr den Rest ab. Und meistens könnt ihr die andere Hälfte dann auch noch für den anderen Nagel verwenden. Jetzt könnt ihr die überstehenden Reste einfach abfeilen und die Nagelfeile ist im Manico-Set auch direkt dabei. Ich finde die Gel-Streifen echt super, weil man hat keinen Vermahlen wie bei Nagellack und das stinkt auch überhaupt nicht. Und außerdem ist man in 20 Minuten fertig mit den ganzen Nägeln. Hier halte ich jetzt gerade meinen Daumen schon mal aus und das dauert auch nur 60 Sekunden. Die Nägel halten so übrigens bis zu 3 Wochen und ich suche jetzt hier den passenden Streifen für meinen Zeigefinger aus. Ich habe jetzt hier die Farbe Candy genommen, aber ich finde bei Manico noch ganz viele weitere Farben und Designs. Ich habe mir jetzt auch noch ein French Set bestellt und ich bin mal richtig gespannt, wenn ich das jetzt bald ausprobiere, weil ich finde, mit Nagellack ist es richtig schwer, ein gutes French hinzubekommen. Und die restlichen Finger könnt ihr jetzt einfach zusammen aushärten lassen. Tada, ich bin fertig. So sieht das Endergebnis jetzt aus. Und Leute, ich sage euch, das ist so ein Gamechanger beim Nägelmachen. Ich wünschte, ich hätte das schon früher entdeckt, weil ich bin jetzt so schnell fertig und ich habe nicht mehr das Problem mit dem Trocknen, dass ich irgendwo dran komme, sondern die sind jetzt richtig schön ausgehärtet. Ich kann alles direkt wieder damit machen. Also es ist wirklich eine Herzensempfehlung von mir für euch. Ich mache meine Nägel schon ewig lange und ich finde, das ist bis jetzt die coolste Methode ever. Ich habe auch einen Code für euch, das ist richtig cool. Damit könnt ihr 10% sparen, auch auf die bereits reduzierten Produkte, also wirklich auf alles. Und ich blende euch hier unten mal ein. Also falls ihr auch gerne eure Nägel macht und das mal ausprobieren wollt, checkt auf jeden Fall mal die Seite ab. Ich packe sie euch unten in die Infobox rein. Und ich habe jetzt ein bisschen Hunger bekommen auf Nachtisch und ich wollte unbedingt mal S'mores im Airfryer machen. Ich liebe S'mores, deshalb gehen wir jetzt mal runter. Mein Tipp, nehmt einfach kleine Schokotröpfchen und streut die da drüber, weil das schmilzt auch viel besser. Guck mal. Jo. Das ist heiß. Ich nehme das jetzt mit und wir gucken noch was. Vampire Diaries jetzt haben wir angefangen. Das sieht so yum aus. Die
S'mores waren so lecker. Ich könnte S'mores jeden Tag machen, Leute. In Amerika hatten wir so von den geilen Fire Pit. Und dann haben wir so leckere S'mores da immer gemacht. Hier muss ich mich mit meinem Airfryer zufrieden geben. Ich mache jetzt noch ein bisschen Skincare und schminke mich ab und putze meine Zähne und dann gehe ich schlafen. Ich bin so müde. Jetzt abgeschminkt und bed ready. Und jetzt schaue ich noch mein YouTube-Video. Oh, mein Laptop. Was ist denn hier los? Oh nee, Leute. Okay, ich habe es repariert. Meistens schneide ich abends mein Video oder ich lese was, wenn ich kein Video zu schneiden habe. Aber heute habe ich eins und das mache ich jetzt so ein bisschen, bis ich zu müde bin. Und dann gehe ich schlafen. Und ja, das war meine After-School-Routine. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann macht ihr mal einen dicken Daumen nach oben, falls ihr Routinen immer noch cool findet. Jetzt war es lustig, alle fragen immer noch nach Routinen, obwohl ich so viele schon gemacht habe. Aber ja, ist ja auch wirklich immer jedes Jahr wieder anders. Ich muss jetzt auch einfach nach den Sommerferien wieder reinkommen in dieses ganze Schulzeug und eine Routine wiederfinden. Ihr könnt auch sehr gerne meinen Kanal abonnieren, Leute, würde ich mich sehr freuen. Dann haben wir bald den goldenen Button. Ich hoffe schon so, weil ich den irgendwo aufhängen kann. Deshalb mal fleißig auf Abonnieren unten drücken, falls ihr nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Adios!